Dieser Hamburger hier, also dieser von McDonald's, kostet 1 Euro. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kann man diesen Hamburger besser machen? Natürlich kann man den besser machen, ja, ist ja klar. Aber die Frage ist, ob man diesen Burger besser machen kann, wenn man als Budget auch nur 1 Euro hat. Also, los geht's. Bevor das Video jetzt aber richtig anfängt, schreibt mir doch mal, drückt doch jetzt mal auf Pause und schreibt mir mal in die Kommentare, bevor ihr das Video gesehen habt, was ihr denkt. Bekomme ich für exakt 1 Euro einen besseren Burger hin oder einen gleichwertigen oder sogar einen schlechteren? Würde mich mal einfach interessieren. Gerade weil es halt nicht gespoilert ist, schreibt es in die Kommentare. Da man die Zutaten für den Nachbau des McDonald's Hamburgers natürlich nicht einzeln kaufen kann, habe ich natürlich erstmal größere Verpackungen gekauft. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Wir haben einmal ein 6er-Pack Hamburger Brötchen, einmal Rindfleisch, einmal Gurke, einmal Salat und einmal Zwiebel. So, das Ganze müssen wir logischerweise jetzt runterrechnen, damit wir auch unser Budget von 1 Euro einhalten. Fangen wir mal mit den Brötchen an. So ein 6er-Pack Brötchen kostet 69 Cent und da wir ja nur ein Sechstel davon brauchen, können wir das also durch 6 teilen und bleiben dann für ein Brötchen, also ein Hamburger Bun, für 11,5 Cent. Das ist schon mal ja, ganz günstig. Dann geht es weiter mit Salat, Ketchup, Zwiebel und Gurke. Das kann ich jetzt nicht genau wirklich messen, weil das ja mit dem Brötchen sich auch irgendwie verbunden hat. Da rechne ich jetzt einfach mal 8,5 Cent ein und gehe mal davon aus, dass das so ungefähr stimmen wird, weil da wirklich ja nur so ein Klecks drauf ist und auch nur eine Gurkenscheibe und ein Hauch Zwiebel. Und dann landen wir letztendlich bei 20 Cent, die wir bis jetzt erstmal ausgegeben haben. Hey, hätte ich nie gedacht, dass es so wenig ist. Das heißt, wir können also 80 Cent für das Rindfleisch verwenden. Und das müssen wir jetzt auch mal eben ausrechnen. Und zwar haben wir hier 500 Gramm Rindfleisch. Wenn ich das grob mal durch 4 teile, dann bin ich bei 125 Gramm, die der Burger haben kann. Den originalen McDonald's Burger, den wiege ich jetzt gleich eben noch. Und wenn ich dann den Preis von 2,99 Euro auch mal eben durch 4 teile, dann bin ich bei roundabout 75 Cent. Das heißt, ich habe sogar noch 5 Cent in petto. Und deswegen habt ihr am Anfang auch gerade eben die roten Zwiebeln gesehen. Die letzten 5 Cent investiere ich dahingehend, dass ich bessere Zwiebeln nehme, also rote Zwiebeln nehme, mehr Zwiebeln nehme und auch die eine oder andere Gurkenscheibe mehr nehme, weil in so einem Glas, wie gesagt, da sind so viel drin, dass man da auch das locker mit diesen 5 Cent abdecken kann. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Auseinanderschneiden, Schnibbeln, Bauen und Wiegen. Das originale Brötchen von der Größe her ist eigentlich genauso groß wie das, was ich jetzt gerade gekauft habe, also die Größe, die stimmt schon mal. Was mich jetzt aber am meisten interessiert ist, wie viel wiegt der Patty im Original? Und der ist natürlich jetzt schon gegrillt, das heißt, da ist natürlich mit Sicherheit was abgefallen. Deswegen legen wir den jetzt mal hier auf die Waage und messen 33 Gramm. Klar verliert er ein bisschen was. Ich überlege jetzt gerade, was der im Original hat. Das heißt, im Original hat er ja nur 40 Gramm. Das Ding. 40 Gramm, das ist ja nichts für einen Hamburger. Gar nichts. Und ich habe jetzt gerade ausgerechnet, dass wir locker von dem anderen Rindfleisch 125 Gramm nehmen können. Das ist ja das Dreifache. Unglaublich. Was ich nie im Leben nicht dran gedacht hätte, dass die A, so wenig Fleisch für den Patty nur verwenden und B, so viel Gewinn da noch dran machen. Ich habe mir gedacht, so vom Bauchgefühl her, ja komm, ein Burger kostet 1 Euro, da machen die, keine Ahnung, 20, 25 Cent maximal an Gewinn damit. Mehr auf keinen Fall. So viel Zwiebeln brauche ich gar nicht. Ich brauche nur so ein paar. An die Seite. So, Salat haben wir auch. Soße haben wir auch. Und dann würde ich sagen, hole ich mal den Burgergrill, damit wir das Ganze mal dann auch grillen und optisch vergleichen können. Hier auf diesem Teller liegen jetzt genau Zutaten für 1 Euro. Man glaubt es kaum. Das im Vergleich dazu kann ja nur besser werden. Also legen wir mal los. Als erstes kümmern wir uns mal um das Burger Bun anrösten. So. Und in der Zeit, wo das Brötchen oder das Bun ein bisschen kross wird, kümmern wir uns mal um den Patty hier in der Zeit. Damit kann man arbeiten.
So, dann hätten wir die Abteilung schon mal. Dann kümmern wir uns mal um den Burger selber und schmeißen den mal hinauf. Das sieht schon mal sehr gut aus und hört sich auch schon mal sehr gut an. Und auch wenn man das überhaupt nicht muss bei diesem Kontaktgrill, also das Wenden, mache ich das trotzdem immer, wegen dem schickeren Branding. Schräg und nochmal. Mache ich auch nur deswegen, weil die untere Platte nicht heißer wird, sondern weil ich von oben ja so wenig Druck wie möglich aufbringen will. Deswegen drehe ich den immer einmal, weil er logischerweise vom Eigengewicht unten schneller brown wird. So, ein paar Sekündchen noch und dann können wir gleich den Burger belegen. Bin jetzt schon gespannt. Die Flitzebogen. So, als allererstes Salat. Machen wir mal Ketchup rein. Dann unseren Chicken Burger. Oh, der sieht ja schon äußerst liebreizend aus. So, nochmal Soße. Auch nur ganz wenig. Wie das bei McDonald's ja auch gemacht wird. Und jetzt kommen wir zu den Toppings. Einmal Gürkchen. Wie gesagt, die 20 Cent, die ich gespart habe, die mache ich jetzt mal schöner, indem ich mehr Beilagen nehme. Und nochmal schöne Zwiebelchen oben drauf. So, nicht übertreiben. Und der Deckel. Voila. So. Und so sieht die Pommes-Man-Antwort für den 1-Euro-Burger auf McDonald's aus. Noch Fragen? Und das, was ich jetzt mache noch zum Schluss, ist einmal beide Burger einmal in der Mitte durchschneiden, damit man einfach mal einen optischen Vergleich hat. So, ich bin immer noch fassungslos, was man aus einem Euro zaubern kann. Jetzt tausche ich mal Hälfte gegen Hälfte, damit man das mal im Vergleich sieht. Im Schnittbild, wie das immer so schön heißt. So, und jetzt schaut euch mal, jetzt seht euch mal diese Schönheiten hier an. Also, diese Schönheit. Diese Schönheit nicht. Und beide Burger kosten exakt 1 Euro. Soll ich reinbeißen? Soll ich reinbeißen? Soll ich es tun? Boah, guckt euch das an. Guckt euch das an. Guck mal hier. Wie da der Saft rausquillt. Oh. Mm. 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 Und das sind Zutaten für nur für 1 Euro. Was meint ihr, wenn ihr mal mehr ausgebt? 1,50 € oder 2 Euro? Mm. Mm. Also, dass ich für 1 Euro einen zumindest gleichwertigen Hamburger nachbauen könnte, das hatte ich mir eh schon gedacht. Aber dass er doch wirklich so gut wird und vor allen Dingen das Fleisch hat mich am meisten erschreckt, dass da wirklich echt so wenig Gramm nur drin sind und wir jetzt schon fast eigentlich die dreifache Menge da haben. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es ein bisschen besser geht, wäre klar. Also sprich durch rote Zwiebeln, ein bisschen mehr Soße, ein bisschen mehr Gurke und sowas alles. Aber das ist doch erheblich, also um viele Stufen gesteigert werden kann und das für echt alles 1 Euro, hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr darüber gedacht hättet. Ob es dann wirklich leichter, einfacher, schwerer oder sonst was gewinne oder was euch echt total überrascht hat. Würde mich auch mal interessieren. Also ich bin echt noch geplättet und ja, ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video mit irgendwas wieder, aber nicht mit sowas. Never ever. Und tschüss.